Eine wunderschöne Altstadt, leckeres polnisches Essen und das alles nur 2 Stunden von Berlin entfernt. Wir schauen uns Stettin genauer an. Denn ich bin Mike, Food-Connoisseur, Geschichtsfreak und Reiseliebhaber und wir tauchen ein in die ambivalente Geschichte Stettins, die sich klar im Stadtbild zeigt. Zwischen sozialistischen Bauten der 80er und mittelalterlichen sowie preußischen Prachtbauten. Und natürlich schauen wir uns auch an, was Stettin kulinarisch zu bieten hat. Und das alles für ein Ziel. Lohnt sich ein Kurztrip in die polnische Hansestadt. Riesigen Gebäuden, der krassen Terrasse, das erinnert Arsch an Budapest hier. Der ist richtig schön, ne? Hat so diesen alten Hanse-Stil. Ich hatte noch nie so krass angerichtetes Frühstück. Willkommen hier in den USA. Kleiner Scherz, wir sind natürlich in Stettin. Hinter mir seht ihr aber Popeyes, eine amerikanische Fastfood-Kette, die es kaum in Europa gibt, aber hier in Stettin. Deswegen lohnt es sich schon hierhin zu fahren. Und wenn ihr meine USA-Videos kennt, wie hier oben, dann wisst ihr, ich liebe amerikanisches Fastfood. Und keine Sorge, wir werden in den nächsten Tagen noch einiges an polnischem Essen essen. Aber wir werden jetzt erstmal das Fastfood hier testen und dann gehen wir mal rein. Wie ihr seht, es ist eine Fastfood-Kette, wie jede andere Fastfood-Kette auch. Ich hatte das Chicken Sandwich, das hatte ein schönes, saftiges Hähnchen. Nicht ganz so saftig, wie ich es aus den USA kenne, aber ganz okay. Das Brot war sehr gut, die Soße wie in den USA. Also man kann schon sagen, es ist vergleichbar, aber in den USA ein bisschen fettiger, dadurch auch ein bisschen krasser. Natalia hatte noch so ein paar Chicken Wings oder Chicken Sticks eher, die mit so einer Limettensoße waren. Nicht ganz so mein Fall, ein bisschen zu süß. Dafür haben es die Pommes aber wieder rausgerissen mit so einem kleinen Gewürz drauf. Richtig lecker, richtig knusprig. Aber am Ende ist es eine Fastfood-Kette, ne? Ihr könnt genauso gut zu KFC oder zu jeder anderen Fastfood-Kette gehen. Dafür muss man nicht unbedingt nach Stettin kommen. Warum man aber nach Stettin kommen muss, ist natürlich das polnische Essen und die Innenstadt. Und die schauen wir uns genauer an. Und während ich in die Innenstadt fahre, Mike aus dem Off, willst du nicht mal ein paar Eckdaten über Stettin nennen? Dann fahre ich schon mal los. Na klar, denn mit über 400.000 Einwohnern gehört Stettin zu den 10 größten Städten Polens. Direkt am Stettiner Haff gelegen hat sie indirekten Meerzugang über Schwinemünde und gehört deswegen auch schon seit dem 13. Jahrhundert zur Hanse. Die Stadt blickt auf eine lange Historie zurück. Und typisch für diese Region, eben unter verschiedenen Herrschern, von Polen über Schweden, Dänen bis hin zu Preußen und seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs wieder Polen, weil die Sowjetunion nach den großen Zerstörungen Pommern wieder unter polnische Verwaltung gestellt hat. Und trotz der Zerstörungswut der russischen Soldaten, aber auch der deutschen Saboteure, die am Ende des Krieges versucht haben, die Stadt sozusagen so zu sabotieren, dass die Russen nichts mehr davon haben, hat die polnische Regierung dann vor allen Dingen in den 70er, 80er Jahren versucht, Stettin wieder aufzubauen im alten Stil. Natürlich nur zum Teil, ne? Also es ist ein Mix aus sehr modernen oder aus den 80ern Gebäuden, aber auch mittelalterlichen Gebäuden und die suchen wir jetzt. Denn hier ist natürlich, obwohl es hier 400.000 Einwohner gibt, ist es sehr in Spazierdistanz, alles so 3 Kilometer entfernt und wir gehen jetzt zu unserem ersten Highlight. Wir sind auch schon so bei unserem ersten Highlight und zwar ist hinter mir das Berliner Tor. Als die Stadt Anfang des 18. Jahrhunderts von den Preußen, von den Schweden erobert wurde, beziehungsweise im Vertrag von Stockholm übernommen wurde, da wurde natürlich einiges am Stadtbild gemacht. Ich habe es in anderen Videos schon mal gesagt, wenn ein Kaiser oder ein König oder ein Land irgendwas übernommen hat, dann haben sie es natürlich immer versucht, schön zu machen, um einen Eindruck zu schinden und auch die Leute in der Stadt auf ihre Seite zu ziehen. Und deswegen haben sie im 18. Jahrhundert, 19. Jahrhundert eins dieser Tore gebaut. Es gab viele, weil hier die Stadtmauer entlang ging. 2 davon sind noch enthalten nach dem Krieg und 1 davon ist das Berliner Tor. Und oben sieht man auch noch Inscriptions, also da steht Fredericus Wilhelmus Rex Borussia, also es geht hier um Friedrich Wilhelm, der als preußischer König hier das bauen hat lassen. Mittlerweile ist hier ein Theater drin, es ist echt schön, man sieht preußische Elemente noch sehr schön und auch ein bisschen weird, weil drumherum hat man dann Gebäude, die im 21. Jahrhundert jetzt gebaut wurden und dann dieses alte, schöne Tor. Richtig cool. Generell ein sehr typisches Stadtbild, denn Stettin wurde nicht so systematisch wie Breslau wieder aufgebaut, sondern besteht aus einem wilden Mix moderner, historischer, aber eben auch typisch sozialistischer Bauten aus dem Kalten Krieg. Und dazu passt auch unser nächster Snack. Oh,
nicht weit weg davon ist die Bar Pastecik. Und weil wir gerade amerikanisch Essen hatten und ich euch ja versprochen hatte, es gibt jetzt auch noch was Polnisches, essen wir jetzt hier. Was es aber genau ist, wird euch Natalia gleich erzählen, weil ich habe keine Ahnung. So for me, pasztecik is, imagine, you are on a Polish wedding and it's midnight and there comes pasztecik with basht. It just saves you from hangover. It's just like this super nice addition to whatever you ate before. So yeah, here it is. It's filled with champignons and cheese and it's just like, yeah, perfection with basht. So let's try. Man tunkt hier in die Barsch. Das ist Teig. Bisschen wie beim Donut, ein bisschen herzhafter. Drin ist Champignons und Käse. Es gibt natürlich auch eine Fleischvariante. Der Laden, mega urig. Es sieht aus wie in den 80er Jahren, irgendwie ne, Sowjetpolen, keine Ahnung. Aber man hat hier noch so alte Schilder, die aus den 30er, 40er Jahren teilweise sind. Richtig schön, richtig urig. Kostet am Ende irgendwie 12 Zloty, also 3 Euro. Kann man machen. Ist mal was anderes und das sollte man auf jeden Fall mal probiert haben. Und während ich zum ersten Highlight laufe, noch ein kleiner Tipp. Auf meinem Instagram-Kanal bekommt ihr noch mehr Content von Bildern über Tipps, die es nicht in meine Videos geschafft haben. Es lohnt sich. Die ersten 5 Minuten sehr diesen Eindruck vom sozialistischen Polen, der 70er, 80er hat und vielleicht auch noch so Nachzügler-Momente der 90er hat, kommen dann ab und zu auch noch solche älteren Gebäude noch, also noch historische Gebäude. Und zwar das neue Rathaus, das Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts gebaut wurde. Man erkennt vor allen Dingen diesen Stil, den preußischen Stil des 20. Jahrhunderts. Damals war es ja eben Preußen zu dem Zeitpunkt. Erinnert klar an das Rote Rathaus in Berlin und andere preußische Gebäude. Aber hat auch so ein bisschen dieses Rote von der Hansestadt, weil es ja auch eine Hansestadt war. Ne? Das erinnert so ein bisschen an Lübeck und Co. Rathaus auf jeden Fall sehr schön. Wir werden uns jetzt noch so ein Gebäude hier in der Nähe angucken. Das ist nicht weit weg. Lohnt sich auf jeden Fall. Postgebäude, das wirklich nur so ein Spaziergang durch so einen kleinen Park lang entfernt ist von dem neuen Rathaus, ist im gleichen Stil etwa gebaut, nicht ganz so verschmückt. Das andere war im Neugotischen, das eher Neue Renaissance, ein bisschen cleaner und soll von innen auch wunderschön sein. Das Rathaus war auch von innen wunderschön. Die beiden Gebäude lohnen sich auf jeden Fall. Ansonsten sind hier fast nur Straßen, aber dann kann man auch schön zur Westoder runter und einen Spaziergang am Wasser machen, weil das muss man in Stettin auf jeden Fall gemacht haben. Gesagt, dass es alles in Laufdistanz ist. Und ein bisschen weiter runter kommt man auch zum Beispiel zum Stettiner Untergrund oder Venedig Stettins. Da gehen wir jetzt aber nicht hin, weil hier einfach so eine dicke, fette Straße entlang führt, direkt am Wasser. Und das gar nicht so gemütlich ist. Ja, schade eigentlich. Wir gehen jetzt aber mal weiter hoch in Richtung Altstadt. Der Vorteil, wenn man in Richtung Altstadt geht, ist, dass man hier jetzt noch eine Promenade hat, die direkt am Wasser entlang führt. Das ist hingegen wieder schön. Man hört zwar die Autos noch und die sind auch immer noch sehr nah, die befahrene Straße, aber es wird schöner. Hinter mir sieht man es, sehr viel neu gebaut. Als wir das letzte Mal oder das erste Mal vor irgendwie 7 Jahren hier waren, war es zum Teil noch komplett platt hier, beziehungsweise alte Ruinen waren hier. Und man sieht zumindest hier, es ist sehr weit, wie gesagt, ja, und deswegen auch viel moderner. Ne? Also wenn man Bilder aus den 30er, 40er Jahren sieht, dann war das ähnlich wie in Danzig, ne? Dass die Häuser an Häuser waren. Es gibt noch kleine Elemente, die so sind, die suchen wir jetzt, aber es ist natürlich viel moderner jetzt gestaltet. Ist auch was anderes mal. Ne? Also wenn ihr eher dieses Altertümliche nur wollt, dann sind Posen und Breslau viel krasser. Ne? Hier auch mal, guckt euch mal ein Video hier davon an. Stettin hat diese Elemente auch, da kommen wir gleich hin, aber es ist deutlich moderner. Und hier auf dem Boulevard lohnt es sich auch mal auf den Boden zu schauen. Denn hier sind so Bodenplatten, da lernt man ein bisschen was über die Stadt, vor allen Dingen über die nautische, maritime Geschichte. Also wann ist Stettin der Hanse beigetreten oder als hier die Friedrich Wilhelm, das Schiff gebaut wurde von den Vulkanwerken. Gerade in der Zeit der Industrialisierung und in Preußen sind hier einige Werke explodiert gefühlt und deswegen ist die Stadt auch einfach groß geworden sehr schnell. Von irgendwie 50.000 auf über 200.000 innerhalb von 20, 30 Jahren. Bezieht sich natürlich auf das ganze Kaiserreich. Ne? Man sieht es auch an Berlin. Das war im 17., 18. Jahrhundert noch super klein und ist dann auf fast 4 Millionen hochgestiegen. War sogar teilweise größer, als es jetzt ist, ne, vor dem Krieg.
das Deutsche Reich ist ja in der Industrialisierung komplett geboomt und das sieht man dann überall immer wieder. Genau. Aber man sieht hier sehr viel über auch die polnische Geschichte, logischerweise. Ne? Als hier dann Schiffe gebaut wurden in den 60er, 70er Jahren, die dann Weltreisen gemacht haben und. Wenn man den Boulevard immer weiter entlang geht, kommt man irgendwann auf der anderen Straßenseite an den Haken-Terrassen an, die vom Oberbürgermeister Hermann Haken 1908 in Auftrag gegeben wurden. Dann hat man eine richtig schöne Aussicht über die Westoder, dann halt auf den Hafen, auf den Industriehafen ehrlich gesagt. Also jetzt nicht der wunderschönste Ausblick, aber schon irgendwie cool, weil man kann weit schauen. Und im Hintergrund sind dann halt schöne große Gebäude, zum Teil auch die Marineuniversität, die sehr bekannt ist. Also wenn man Marinebiologie oder sowas studiert, dann kommt man hier hin. Echt sehr schöne Gebäude hier, das Polytechnikum und so. Riesigen Gebäuden, der krassen Terrasse. Das erinnert Arsch an Budapest hier. Lohnt sich auf jeden Fall. Und jetzt gehen wir aber in die richtige Altstadt, denn da ist das Schloss. Und wir wollen doch natürlich ein Schloss sehen, oder? Und wie am Anfang schon gesagt, es ist wirklich alles in Laufdistanz. Gut parken und dann könnt ihr hier gemütlich durchspazieren. Willkommen in der Altstadt, wollte ich halt eigentlich direkt zum Schloss, kann aber euch noch was Unscheinbares zeigen. Ne? Also man sieht diese Häuserreihe hinter mir, die super unscheinbar wirkt, aber das waren sozusagen die Professorenhäuser, wo schon Professoren und Lehrer der ersten Schulen im 14. und 15. Jahrhundert gelebt haben. Die Häuser existieren im Groben immer noch und wurden immer wieder renoviert, logischerweise. Und sind unweit des Schlosses hinter mir und da gehen wir jetzt hin. Direkt den Turm sehen, der große Turm des Schlosses. Den kann man übrigens besteigen und kann dann über die ganze Stadt gucken. Das machen wir jetzt nicht, das ist ein sehr enger Weg und wir haben den Kleinen hier dabei. Und der ist jetzt schon viel im Kinderwagen unterwegs. Der will ein bisschen weiter. Das Schloss generell wunderschön, ist das wahrscheinlich beste erhaltene Schloss der Greifenherzöge. Hier war schon im 12. Jahrhundert ein slawischer Burgwall. Dann kamen die Greifenherzöge, die polnisch-deutsch waren, ne? Also Bogisław und so polnisch eher. Später dann haben sie sich eher deutschen Namen gegeben. Bewohnt wurde das von den Greifenherzögen bis ins 17. Jahrhundert, also bis zum 30-jährigen Krieg. Dann wurde es von den Schweden übernommen. Schweden hat ja die ganze Region dann zwischenzeitlich inne gehabt, bis dann sozusagen Preußen übernommen hat. Dann haben hier nachher, also zwischendurch dann halt schwedische Verwalter gewohnt. Dann eben hat der preußische König und Kaiser so ein bisschen hier umgebaut. Und dann haben hier Stadtverwalter gewohnt, wie zum Beispiel der Papa von Katharina der Großen. Katharina die Große ist also hier geboren, die Zarin von Russland, die preußisch war und dann später russisch gelernt hat und eben eine Zarin wurde. Das ist ein schönes, gemütliches kleines Schloss mit einem schönen Innenhof. Kann man sich richtig schön anschauen. Ja. Namensgeber einer Halle und generell hier auch eine Figur und sowas ist Otto von Bamberg, der im 13. Jahrhundert hierhin kam und diese Region christianisierte. Interessant, wir hatten ja schon in Posen die Christianisierung Polens und Teile Polens. Und hier geht es weiter und es ist echt sehr schön. Burg hat zwei Höfe. Wir waren ja vorhin im ersten, wo der Turm ist. Und hier sind natürlich weitere Türme. Und hier ist die astronomische Uhr, die der Stadt von den Schweden geschenkt wurde, als sie im 17. Jahrhundert eine Belagerung der Preußen, also es eben noch nicht preußisch war, überstanden hat. Hier ist auch eine Sonnenuhr, die schon sehr alt ist. Und es ist richtig schön hier. Wir sind oft auch Konzerte, denn deswegen sieht man, hier ist gerade eine Bühne. Und man kann hier so ein bisschen sehen, auch alte Bilder. Ne? Das Schloss wurde ja im Zweiten Weltkrieg fast komplett zerstört. Wurde dann in den 70er, 80er Jahren wieder aufgebaut und ist mittlerweile eine Galerie bzw. ein Kunstmuseum. Und es ist sehr schön anzusehen. Ne? Also es ist ein Schloss, das sie schon wieder aufgebaut haben, das einen neuen Nutzen hat und doch eine sehr geschichtsträchtig ist. Ne? Wie gesagt, Katharina die Große und sowas haben hier gelebt. Echt cool mit den Greifenfürsten und so. Kommt man auch so ein bisschen zur Enttäuschung. Ne? Also wenn man jetzt hier erwartet hat, dass man eine richtig krass verwinkelte Altstadt hat, mit einem krassen Ring und sowas. Hier sind Wohngebäude einfach nur überall. Es gibt so ein, zwei alte Gebäude bestimmt hier. Und wir gehen jetzt zum Heumarkt, also diesem Hauptmarktplatz. Ne? Und der ist nochmal schön, aber ansonsten ist das alles eben in den 60er, 70er Jahren abgerissen und anders gebaut worden. Beziehungsweise war ja eh zerstört, aber anders gebaut worden und nicht eben wieder aufgebaut worden. Sehr schade.
Hier ist das alte Rathaus. Das gibt es schon seit dem 13. Jahrhundert. Wurde dann natürlich im 19. Jahrhundert vom neuen Rathaus abgelöst. Der ist richtig schön. Er hat so diesen alten Hansestil, finde ich, wie man es aus so Städten wie Lübeck und so kennt. Und wir sind direkt hier auch am Heumarkt und den zeige ich euch mal. Das ist ein sehr schöner Markt. Das Rathaus übrigens jetzt, der Keller ist eine Brauerei jetzt, da kann man richtig schön Bier trinken. Generell hier gibt es einige Restaurants, hier gibt es sogar ein brasilianisches Restaurant. Und das ist das erste brasilianische Restaurant Polens gewesen. Weil Stettin ist ja schon immer eine Stadt gewesen, die durch die Hanse und Co. sehr nah am Meer lag und deswegen sehr weltoffen war. Heißt, oft war es so, dass neue Restaurants oder neue Kulturen hier zuerst aufgekommen sind und deswegen hier auch Restaurants aufgemacht haben. Genau. Der Heumarkt ist aber jetzt unser nächster Spot. Den Heumarkt gibt es schon seit dem 13. Jahrhundert und er war sehr lange der Lebensmittelpunkt der Stadt. Durch die Zerstörung im Zweiten Weltkrieg sind leider nur noch einige Elemente da. Muss man ehrlich sein, ne? Bis auf das alte Rathaus und das Harnas sind das alles neue Gebäude. Wenn man auf die andere Straßenseite guckt, sind das einfach moderne Wohnhäuser, also aus den 80er, 90er Jahren. Hat nicht so den krassen Vibe einer Altstadt, wie wir es aus Breslau und sowas kennen. Ja. Wir gehen jetzt aber weiter, es gibt bestimmt noch ein bisschen mehr was zu sehen, dann wollen wir auch irgendwann Abend essen, ne? Weil essen kann die Stadt auf jeden Fall und das wollen wir auf jeden Fall. Wenn ihr übrigens in Polen seid, müsst ihr auch mal zu Żabka, das ist so eine Supermarktkette, so eine kleine, die an jeder Ecke gefühlt ist und hier einen Hotdog essen. Machen wir jetzt nicht, weil wir noch was anderes essen werden gleich. Und wir gehen dann noch hoch in die Neustadt, würde ich sagen. Da gucken wir uns aber mehr morgen an. Wir haben ja ein bisschen mehr Zeit, weil wir noch eine Nacht hier übernachten werden. Wegen dem Kleinen müssen wir mal schneller ins Airbnb. Wenn ihr aber kein Kind habt oder euer Kind nicht so früh schlafen geht, dann könnt ihr es auch noch an einem Tag machen. So, ne? Also wir waren jetzt irgendwie gefühlt 13 Uhr hier. Es ist jetzt 17 Uhr gleich und wir haben schon sehr viel gesehen. Also ich glaube 70% der Innenstadt haben wir schon gesehen. Und wir können noch mehr euch zeigen dann morgen. Das machen wir dann so in 2-3 Stunden. Also seht ihr, dass es noch viel mehr zu sehen gibt. Nicht so viel mehr zu sehen gibt, aber noch ein paar schöne Ecken, auf jeden Fall. Und noch was Schönes zu essen. Wenn ihr aber 2 Tage hier seid, könnt ihr noch viel mehr erleben. Ne? Stettiner Haff und so. Und zu den Villas ein bisschen rausfahren. Hier gibt es noch ein paar Villas, so alte aus der preußischen Zeit. Lohnt sich auf jeden Fall, dann auch ein bisschen länger hier zu bleiben. Auch wenn die Altstadt jetzt nicht so krass überragend war. Jetzt gucken wir uns aber noch ein bisschen um. Interessiert seid, kann man sich natürlich die Jakobskathedrale angucken, eine katholische Kirche, wo der Bischof der Region sitzt. Oder eben am Rossmarkt vorbei, der ein paar alte Gebäude noch haben soll und einen schönen Brunnen und so. Momentan aber leider renoviert wird. Aber man kann trotzdem so ein bisschen den Eindruck davon gewinnen, wie schön es hier eigentlich sein kann. 2 Highlights, die ich auf jeden Fall euch nicht vorenthalten will, ist einmal, ne, wir hatten vorhin das Berliner Tor. Es gibt noch ein weiteres Tor, das weiterhin existiert ist. Das ist das Königstor. Innen drin ist eine Schokomanufaktur. Tor ist ebenfalls wunderschön, sehr schön verzierkelt. Man sieht preußische Symbole noch. Und im Hintergrund ist der Platz Solidarność, benannt nach dem Event in den 80er Jahren, rund um Lech Walesa und sowas, die sich gegen den Kommunismus gewehrt haben und so ein bisschen die Sowjetunion in ihren Grundzügen kritisiert haben und dafür gesorgt haben, vielleicht die ersten Schritte dafür gemacht haben, dass die Mauer gefallen ist und. Und dahinter ist dann die Philharmonie, ein neuartiges Gebäude, ein architektonisches Meisterwerk. Ist eben anders, ne? Passt vielleicht nicht so sofort in das Stadtbild, aber hat einige Preise gewonnen. Und wenn man hier ist, kann man sich das auf jeden Fall alles angucken. Ne? Also Königstor, Platz Solidarność, eine alte Kirche noch daneben und die Philharmonie. Echt viel zu sehen hier. Auch von innen lohnt sich die Philharmonie, die neben einem Café auch sehr beeindruckend in diesem cleanen weißen Look aussieht. Stettin hat seine eigene Version des Oktoberfests, eine Straße voller Craftbeer-Bars und so. Hier schauen wir uns mal um, aber wir gehen auf jeden Fall in ein polnisches Restaurant heute essen, nicht auf einem Streetfood-Markt. Also auf dem Markt haben die hier echt einige Bierfirmen. Wir werden uns natürlich jetzt hier keinen reintrinken, weil wir haben den Kleinen, der muss gleich irgendwann schlafen gehen. Aber ich habe mir einen 6er-Träger geholt, die werden wir heute Abend im Airbnb auf jeden Fall testen, oder? Übrigens, wenn euch die Distanzen doch irgendwann zu viel werden, die Stadt hat ein gutes und billiges Öffi-Netz mit Bussen und Straßenbahnen. Kann ja auch ein Erlebnis sein. Denkt, ey Stettin, oh, ich habe gar keinen Bock auf Altstadt und sowas. Es lohnt sich auch zum Shoppen. Die haben hier 2 Galerien, also 2 große Galerien, wo man gut shoppen gehen kann. Logischerweise, der Zloty ist nicht so stark, die polnische Währung. Deswegen kann man hier auch sehr gut shoppen gehen und recht billig sogar. Ne? Also lohnt sich auf jeden Fall auch dafür. Wie es kommen musste. Ne? Wir wollten zu Kaczma, einem polnisches Restaurant im Zentrum.
Das ist aber leider überfüllt. Da wartet man ewig lang. Deswegen, wenn ihr da essen wollt, reserviert vorher. Und der Kleine wird langsam müde, also müssen wir uns hier was in der Nähe suchen. Deswegen wird es jetzt kein polnisches Restaurant. Ich hoffe, ihr nehmt es mir nicht übel. Dafür aber ein geiles tschechisches Restaurant, das ich rausgesucht habe. 4,5 Wertung auf Google. Ich bin gespannt und hungrig. Mein klarer Tipp, wenn ihr am Wochenende hier seid, ruft vorher an und reserviert. Viele Restaurants sprechen übrigens auch Deutsch, denn hier sind sehr, sehr viele Touristen. Ist also gar nicht so schwierig. Wir haben hier sehr authentisch tschechische Küche. Falls ihr mein Prag-Budapest-Video gesehen habt, da hatte ich ja auch Ente. Das ist typisch tschechisch. Generell, ne, alles was deftig ist. Eisbein, Schnitzel und Co. ist alles das, was man nicht nur in Tschechien essen würde, sondern auch in Polen, Deutschland, Österreich und. Und Ungarn auch. Genau. Und da essen wir jetzt was Schönes. Also hier bei Hospodka richtig geiles tschechisches Essen. Ich hatte die Rippchen, wir hatten eine sehr schöne Vorspeise. Natalia hatte Kartoffelpuffer, für den Kleinen haben wir Schnitzel bekommen. Sehr deftiges Essen, nicht unbedingt billig, ne? Also natürlich für Berliner Preise wäre es immer noch billig. Ich glaube, man hat hier 12, 13 Euro für die Rippchen bezahlt. Das geht auf jeden Fall preislich am Ende. Super lecker, kann ich auf jeden Fall empfehlen. Kommt hier hin, wenn ihr was zu essen wollt. Wir gehen jetzt ins Airbnb, das zeige ich euch noch. Und morgen machen wir dann das Zentrum unsicher. Unsere Wohnung richtig krass. Ne? Erstmal der Eingang war richtig schön, majestätisch fast schon. Dann muss man nach ganz oben. Wir haben unsere eigene kleine Wohnung mit einem schönen großen Bett, einem kleinen Wohnzimmer. Passt auf jeden Fall, vor allen Dingen für 60 Euro die Nacht. Richtig billig und das mitten in der Innenstadt. Wie gesagt, wir sind jetzt im Zentrum. Da werden wir uns morgen umschauen. Deswegen springen wir dahin mit euch. Und ich trinke jetzt mein Bier in der Zwischenzeit. Leute, wir gehen jetzt zum Frühstücksplatz. Das wird Dzień Dobry sein. Generell hier im Zentrum sind super viele verschiedene Frühstücksplätze, wenn man auf Google Maps schaut. Ist immer ein Zeichen, dass man in so einer Hipster-Area ist. Gutes Zeichen für Essen, weil wenn ein Laden voll ist, kann man in den nächsten gehen. Wir sind jetzt auch relativ früh dran und mal schauen, was wir finden. Ich hau euch natürlich wieder eine Google Maps Liste mit allen Sehenswürdigkeiten, aber auch kulinarischen Highlights in die Beschreibung. Selbst mit Plätzen und Restaurants, die ich selbst nicht besucht habe. Das Gute hier ist, die haben eine richtig große Play Area für Kids. Das heißt, wir haben ein bisschen Ruhe und können jetzt auch mal in Ruhe frühstücken hoffentlich. Und die haben eine richtig gute Auswahl. Man kriegt hier verschiedene Eier, ne? Eggs Benedict und Toast und so, Pancakes und. Könnt ihr auf jeden Fall was finden, glaube ich. Wenn nicht, dann habt ihr ein Problem. Ich hatte noch nie so krass angerichtetes Frühstück. Ich hatte ein Sandwich mit Käse, ein Brioche-Sandwich, oben noch ein Poached Egg drauf, dazu einen richtig leckeren Salat mit Kürbiskern noch ein bisschen drin, einen Hammer-Kakao, der wirklich geil ist. Hier gibt es eine Spiel-Area für Kids, also wenn ihr eine Familie habt, mega geil, weil dann nimmt euch das viel Stress weg. Und Natalias Pancakes, die sehen einfach aus wie ein Kunstwerk, haben sogar eine Blume oben drauf, eine essbare. Das ist wirklich krass, also lohnt sich auf jeden Fall, Dzień Dobry. Gibt noch krasse andere Frühstücksplaces hier, aber den kann ich auf jeden Fall empfehlen. So, wir sind hier draußen im Zentrum, wirklich schöne Häuser und die wohl bekannteste Straße hier ist der Boguslav Boulevard. Ist eine Fußgängerzone, wo dann Laden an Laden ist, richtig schöne, bunte Häuser. Guckt euch das mal an, die Region hier ist echt sehr, sehr, sehr schön. Also wenn ihr in Stettin seid, ist das mein Highlight auf jeden Fall. Restaurants und Bars, soweit das Auge reicht auf dieser Straße. Ich glaube, hier ist abends richtig was los. Weiteres kulinarisches Highlight, next zu den Galerien und im Zentrum, ist die Bar Mleczna Turysta, also so eine Milchbar genannt. Gefühlt also eine Kantine. Ne? Die gab es vor allen Dingen in der Zeit des Sozialismus sehr stark. Das waren einfach Kantinen, wo man relativ billig essen gehen konnte. Und das gibt es hier auch logischerweise noch. Es gibt noch so ein paar sozusagen Nostalgie-Kantinen. Das klingt alles sehr doof. Ne? Und es ist jetzt bestimmt nicht das Sterneessen, das ich euch wünsche, aber es ist arschbillig, es ist sehr lecker und gute polnische Küche. Ich habe jetzt keinen Hunger, aber ihr seht das Restaurant ja hier. Lohnt sich auf jeden Fall mal vorbeizukommen, wenn man billig essen möchte und mal was Polnisches testen möchte. Ja, und während wir gestern Glück hatten mit dem Wetter, zieht es sich jetzt zu, es fängt an zu regnen und es wird einfach so niesig. Also schönes Nordwetter, ne? Also ist eben Stettin ja auch. Hansestadt im Norden, schön Regen. So, deswegen machen wir uns jetzt wieder auf, zurück nach Berlin. Ist ja Gott sei Dank keine 2 Stunden entfernt mit Auto. Übrigens, mit Zug könnt ihr die Strecke auch easy fahren. Ist auch super billig mittlerweile, wenn man das ordentlich bucht. Vielleicht sogar von Polen buchen, ist noch ein Ticken billiger als mit der Deutschen Bahn, habe ich gehört. Ja, Fazit, Stettin, Tagestrip, ist auf jeden Fall okay.
Ist jetzt nicht die krasseste Stadt. Posen, Breslau sind schöner. Die sind dafür aber auch noch einen Ticken weiter weg. Stettin deutlich näher. Wenn man shoppen möchte, gute Option. Im Zentrum gibt es gute Essensoptionen. Es ist recht billig. Mit dem Schloss und sowas hat die Altstadt auch eine schöne Ecke. Ich würde sagen, kommt mal vorbei, guckt euch das an. Haut da rein. Bis zum nächsten Mal.